Du hattest einen super Einstieg in die Wirecard Aktie, hast es dann aber verpasst, zum geeigneten Zeitpunkt deine Gewinne zu realisieren, dann bist du sicherlich nicht alleine und genau dieses Video ist für dich gemacht. Im heutigen Video schauen wir uns mal gemeinsam an, wie du nicht nur den Einstieg optimieren kannst, sondern letztendlich auch deinen Ausstieg optimierst, sodass du zum richtigen Zeitpunkt deine Gewinne realisierst. Hey, mein Name ist Felix von WirmachenTrader. Ich bin Daytrader und Gründer des gleichnamigen Trading-Clubs WirmachenTrader. Auf unserem YouTube-Kanal findest du wöchentlich lehrreiche Einblicke in die Welt des Tradings und anderen Themen rund um die Börse. Solltest du neu dabei sein, dann erwäge uns gleich zu abonnieren. Du kennst diese Situation wahrscheinlich. Du steigst irgendwo in eine Aktie ein, hast auch ein grobes Verständnis davon, wo es hingehen kann und sagst dir auch, okay, wenn wir zu diesem bestimmten Preis kommen, dann möchte ich meine Position abbauen oder vielleicht auch ganz rausnehmen. Das heißt, an dieser Stelle möchtest du deinen Gewinn realisieren. Soweit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass der Markt nicht immer das macht, was du möchtest und was du erwartest. Und genau da ist dann das Problem, dass viele Leute einfach emotional werden oder vielleicht auch diesen Plan einfach gar nicht mehr haben. Es geht zurück, es kommt vielleicht sogar wieder zu ihrem Einstiegspunkt. Also diese Position, die vielleicht wirklich gut prozentual, aber auch absolut monetär im Gewinn lag, ist wieder plus minus null. Da werden dann häufig Fehler gemacht. Soll man jetzt aus der Position rausgehen? Soll man zur Position hinzufügen? Was soll man eigentlich machen? Und da ist es genau wichtig, dass wir einfach ein System entwickeln, mit dem wir verstehen, wann müssen wir eigentlich aus unserer Position rausgehen? Was ist die Idee unseres Handelns eigentlich? Also, heute schauen wir uns an, wie du den besten Ausstieg findest in der Wirecard Aktie. Wir haben uns die Wirecard Aktie in einem meiner letzten Videos angeschaut und ich habe da einen ganzen Workshop rausgemacht. Das heißt, wenn du irgendwie noch gar keine Ahnung davon haben solltest, was so ein Chart eigentlich hier bedeutet, was die ganzen Kerzen bedeuten, was diese Kerzen abbilden, was eine Zeitebene eigentlich ist, warum unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Interessen haben, dann empfehle ich dir als erstes jetzt hier oben diesen Link anzuklicken, die Infocard, das kleine i anzuklicken, dir das Video anzuschauen im neuen Tab und dann, nachdem du das geschaut hast, kommst du zurück. Innerhalb dieses Videos jetzt machen, ist uns anzuschauen, was habe ich gesagt im letzten Video. Und das war einmal, dass ich gesagt habe, sobald wir über dem vorherigen Widerstand gehen von der 142,50, dann sehe ich hier, dass wir bis grob zur 170 Euro Marke gehen können. Diese 170 Euro Marke war ein sogenannter Widerstand. Heißt es jetzt, dass ich auf Biegen und Brechen meine Position eben bis zur 170 Euro Marke halte? Nein, das heißt es nicht. Denn eins musst du verstehen, es gibt Preisziele, es gibt aber auch Zeitziele. Ja? Wir können also sagen, wenn unsere Position ein Kursziel erreicht, also das Preisziel, wir haben eine bestimmte Marke vor Augen, dann machen wir eine bestimmte Aktion. Aber wir können auch sagen, wenn eine gewisse Zeit vergeht und unsere Position nicht mehr das macht, was sie tun sollte, nämlich steigen, dann kann man auch rausgehen, weil das häufig zeigt, okay, hier gibt es eine Seitwärtsphase, die sich entweder nach oben auflöst oder aber von dieser Seitwärtsphase wieder nach unten auflöst. Und immer wenn wir so eine Seitwärtsphase haben, egal in welchem Zeithorizont, dann ist es halt so, dass du ja letztendlich hoffst und glaubst, dass es irgendwo in eine bestimmte Richtung geht. Aber dein Geld, wie auf dem Sparbuch, wo es seitwärts geht, das ist halt eben nicht gut angelegt. Deswegen ist es unser Interesse und unsere Strategien, die wir unseren Mitgliedern beibringen, basieren halt darauf, dass wir uns diese Trendphasen, also Phasen der Expansion, ob sie nun aufwärts oder ob sie nun abwärts gerichtet ist, einfach ausnutzen. Und hier ist es so, dass wir uns im letzten Video eben einfach nur rein markttechnisch dieses Bild angeschaut haben und ich dir in diesem Video jetzt Einblick geben möchte auf die Strategie, die da so ein bisschen hintersteckt. Was wir also im letzten Video hier korrekt gemacht hatten, wir haben gesagt, hier links im Chart zu sehen,
Das ist die 142,50 und sofern es über diese 142,50 geht, da haben wir die unterschiedlichen Zeitebenen analysiert, soll es also höher gehen. Und ich habe auch gesagt, okay, die 170 ist der nächste Widerstand, da würde ich auf jeden Fall Profite mitnehmen, aber das soll halt eben nicht heißen, dass wir hier auch wirklich hingehen. Also, rückblickend betrachtend würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, das Hoch ist 162 und ich würde genau am Hoch aussteigen. Nein, darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte dir in diesem Video einfach nur zeigen, wie man wirklich ein System entwickelt. Ein System, was wir halt hier schon haben, wo wir einfach ganz einfach Entscheidungen treffen können. Wir hören auf das System, das ermöglicht es uns einfach wirklich einfach zu entscheiden. Wenn wir dahin kommen, okay, dann nehmen wir was raus. Wenn wir aber nicht dahin kommen und bestimmte Dinge passieren, dann müssen wir halt auch vorher rausgehen. Und hier einfach das Bild mal ein bisschen analysiert. Wir sehen, dass wir 3 Zeitebenen haben. Die erste Zeitebene hier ganz links zu sehen ist der Tageschart, der Daily Chart. Eine Kerze, also ein Tag. In der Mitte eine Kerze 30 Minuten, also eine kleinere Zeitebene. Wir sehen also mehr Kerzen pro Tag, während wir links pro Tag halt nur eine Kerze sehen. Und rechts haben wir den Tag dann noch in 10 Minuten Abschnitte unterteilt. Soll heißen, eine Kerze sind 10 Minuten. Was für diese Strategie jetzt erstmal wichtig ist, ist, dass wir auf jeder Zeitebene einen Trend haben. Ein Trend, auch das solltest du ja bereits im letzten Video gelernt haben, ist eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Und du siehst, ja, im Tageschart haben wir diese höheren Hochs, haben wir die höheren Tiefs. Das war eben genau die Analyse, genau dieser Workshop, den ich im letzten Video gemacht hatte. Also bitte, bitte schau es dir an, du kannst davon nur profitieren. Wir haben das also, sehen, dass wir auf allen Zeitebenen, also einschließlich auch dem 10-Minuten-Chart, überall diese sogenannten höheren Hochs und die höheren Tiefs haben. Wenn wir das haben, haben wir also den Trend, ja. Das letzte Video, wie gesagt, war ein bisschen einfacher gehalten, wollte ich euch nicht noch mit einer Strategie zubomben. Aber hier sehen wir wirklich, ja, das stimmt, wir haben die unterschiedlichen Zeitebenen, wir haben diesen Trend vorliegen. Dann habe ich sogenannte gleitende Durchschnitte nochmal und das ist auch kein magisches Tool. Ein gleitender Durchschnitt, ganz einfach, schaut sich die Schlusskurse über eine vorherige Periode an. Das heißt, wenn wir vielleicht uns den 50er gleitenden Durchschnitt anschauen, Moving Average auf Englisch, dann würden wir die Preise der vorherigen 50 Tage betrachten, die summieren und geteilt durch 50. Wir haben also einen gleitenden Durchschnitt. Und dann würden wir das jeden Tag, quasi jede Periode um ein verschieben und dadurch entsteht eine Linie, die wir einfach hier sehen. Das haben wir. Wir haben für jede Zeitebene unterschiedliche Moving Averages, die auch immer in Rot den kurzen Moving Average, in Blau den mittleren und in Grün den langfristigen Moving Average letztendlich hier anzeigen. Das soll einfach heißen, auch hier innerhalb einer Zeitebene haben wir nochmal zusätzlichen Filter, der zeigt, der Trend ist wirklich stark und aufwärts gerichtet. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir können nämlich die Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs ja immer haben im Markt. Aber wenn wir das Verständnis haben von den Marktphasen, auch auf die bin ich eingegangen im letzten Video, dann können wir wirklich sehen, wann haben wir einen Trend oder wann ist es auf irgendeiner Zeitebene noch seitwärts gerichtet. Das wollen wir ausschließen. Deswegen haben wir hier diese steigenden Moving Averages, die eben darauf hindeuten, dass der Trend stark ist, dass er zunehmend stärker wird. Wir sehen es auf allen Zeitebenen, gehen diese gleitenden Durchschnitte hoch. Und hier bei dieser Strategie wäre es so, dass wir dieses große Bild erstmal im Tageschart möchten. Ja, dann sehen wir über der 142,50, da wollen wir einsteigen. Und grob haben wir Platz bis zu 170. Das ist die Idee. Dann würden wir uns weiter im 30-Minuten-Chart anschauen. Okay, wenn wir jetzt hier über der 142,50 einfach einsteigen, sobald es drüber geht, wo müssen wir grob unser Risiko definieren. Das müssten wir unter diesem letzten Hoch machen hier und das wären also grob, sagen wir mal, 4 Euro Risiko gewesen. Also wir hätten unser Geschäft bei der 138,50 abgesichert. Stell dir das so vor, du hättest hier vielleicht 200 Aktien gekauft oder 100 Aktien gekauft, was auch immer du gekauft hättest und du würdest dann 4 Euro riskieren. Also wenn es darunter geht, würdest du automatisch aus deiner Position rausgehen. 100 mal 4 Euro riskieren. Du hättest hier also vielleicht 400 Euro riskiert. Möchtest du mehr riskieren, müsstest du mehr Aktien kaufen. So,
Dann sehen wir final auf unserer Einstiegszeitebene ganz rechts hier zu sehen, das ist dann unsere Einstiegsebene der 10-Minuten-Chart. Wir sehen es, wir brechen aus, wir gehen hier drüber, wir könnten jetzt einsteigen und unseren Stop hier drunter platzieren. Die gerade schon angedeuteten 138,50 platzieren. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Jetzt sind wir im Trade und jetzt geht es um den eigentlichen Inhalt dieses Videos. Wenn wir hier in diesem Trade sind, dann wollen wir das auf unserer kleinsten Zeitebene wirklich managen. Also es geht vielmehr um das Trade Management, als zu sagen, ich bestehe darauf, dass dieser Kurs auf die 170 steigt. Was wir jetzt machen wollen, ist einfach mal sagen, ich entferne hier alles erstmal an Dingen, die ich gezeichnet habe. Und jetzt nochmal das reine Trendverständnis hier ein bisschen schulen. Wir haben also hier unser Risiko definiert. Wenn der Markt hier hinkommt, sind wir ausgestoppt. Wir wären jetzt hier bei der 142,50, also 142,55 eingestiegen, wie es einige bei uns im Club gemacht haben. Jetzt ist das Ding erstmal falsch, ja. Also wir haben den Trend, ein höheres Tief, wir haben ein neues Hoch. Wir wären jetzt hier eingestiegen. So, wir machen jetzt ein neues Hoch. Jetzt ist es so, sobald wir ein neues Hoch machen, ja, wir sehen es, hier ist das vorherige Hoch, dort ist das nächste Hoch. Wenn wir also hier über dieser vorherigen Struktur schließen, und wir sehen es, mit dieser ersten Kerze machen wir das noch nicht, mit dieser zweiten grünen Kerze machen wir das. Also, sobald wir hier schließen, das war einen Tag später, glaube ich, dann können wir unser Risiko von diesem 4 Euro Verlust auf 141, ja, 40, 141,50 machen. Das heißt, wir hätten jetzt schon unser Risiko von 4 Euro auf 1 Euro minimiert. Warum? Weil wir jetzt diesen Trend, das Verständnis des Trends ausnutzen. Aber das heißt eben auch, ja, wenn es jetzt zurückkommt und dieser Trend gebrochen würde, dann ist es halt nicht mehr die Idee, die wir handeln möchten. Wir wollen den Trend handeln. Wir haben uns das auf unterschiedlichen Zeitebenen angeschaut. Wir haben uns auch überlegt, dass es Sinn macht, durchaus Wirecard zu kaufen, weil Investoren reinkommen könnten. Aber das heißt nicht, dass es hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend müssen wir das Ganze professionell gestalten und professionell auch hier unseren Trade, unseren Handel, unseren Einstieg managen. Wenn es also zurückkommt, dann hätten wir verloren, aber du hättest vielleicht 400 Euro riskiert, jetzt aber nur noch 100 Euro dadurch, dass du halt dein Risiko von 1 Euro bzw. auf 1 Euro gelegt hast, statt 4 Euro Risiko. Und das Ganze immer anhand des Trends. Jetzt ist es so, es geht nicht zurück, das ist super, denn jetzt können wir noch genauer schauen, was passiert. Wir sehen, dass wir dann nochmal so eine Abfolge haben, auf dieser Zeitebene, auf unserer dritten Trading-Zeitebene, wo wir einfach sehen, wir machen immer so eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Am nächsten Tag haben wir dann ein sogenanntes Gap, also so eine Kurslücke, was darauf hindeutet, dass wir wirklich massive Käufer hier in dieser Aktie hatten. Und das ist natürlich super zu sehen. Auch hier wieder, sobald wir ein neues Hoch machen und über dem vorherigen Hoch hier in diesem Fall schließen, kannst du dein Risiko managen und sagen, ja, wenn es jetzt eben darunter geht, dann möchte ich rausgehen. Ist das jetzt blöd, weil du vielleicht gar nicht die Position bis zu 170 hältst? Ja, kann sein. Vielleicht geht es danach nochmal da hoch, aber das ist professionelles Trading. Du lässt den Trade, du lässt dein Investment wirklich laufen, aber betrachtest dabei auch, wie es wirklich zu laufen hat. Wenn es nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte, dann ist das ein Warnsignal. Wenn es also hier diesen Trend schon bricht in einer solchen frühen Phase, dann ist dieses Investment wahrscheinlich gar nicht so gut, wie du dachtest. Und dann ist es gut, wenn du überhaupt einen Gewinn realisierst und du siehst, ja, dein Einstieg wäre ja 142,50 hier unten gewesen. An dieser Stelle hättest du schon 4 Euro gewonnen. Dein anfängliches Risiko war 4 Euro, also hättest du 400 gemacht und 400 hättest du verlieren können, hast du aber nicht, hast es schnell auf minus 100 Euro gezogen, dein Risiko, dann könnten wir aber hier schon im schlimmsten Fall auf plus 400 absichern, was super ist. Dann machen wir wieder ein neues Hoch, wir könnten also nochmal absichern und nochmal höher gehen, ja. Also, wir managen unseren Trade, wir sagen, okay, wenn es da drunter geht, gehen wir raus
dennoch sehr gut, weil es jetzt schon im Profit ist. Wir lassen diesen Trade, wir lassen die Aktie für uns arbeiten und wir managen sie einfach nur noch. Dann siehst du, ja, diese Moving Averages, die liegen immer noch übereinander. Das bedeutet einfach, dadurch, dass wir hier unterschiedliche Längen haben, betrachten wir einfach unterschiedliche Zeitebenen gleichzeitig. Das können wir in diesem Chart, ja, bräuchten wir jetzt andere Zeitebenen. Wenn wir aber sagen, wir haben unterschiedliche gleitende Durchschnitte, dann bedeutet das einfach, dass wir dadurch auf diesem Chart schon unterschiedliche Marktteilnehmer sehen können, weil wir unterschiedliche Zeitebenen betrachten. Wenn die übereinander liegen und steil hochgehen, bedeutet das, dass alle Marktteilnehmer jetzt in diesem Bild die gleiche Idee haben. Wenn das irgendwann so seitlich verläuft, dann bedeutet das einfach, dass wir Konflikte haben innerhalb dieser Zeitebenen. Und Konflikte sind nicht gut, denn ein kurzfristiger Händler wird vielleicht denken, es geht noch hoch, der langfristige Händler wird denken, ich gehe mal raus und so weiter und so fort. Soll einfach bedeuten, da sind unsere Wahrscheinlichkeiten nicht mehr unbedingt auf unserer Seite. Und ich habe dir bereits anfangs gesagt, es gibt Kursziele, einfach eine Vorstellung, 170 möchte ich raus, aber es gibt auch Zeitziele. Und sowas wäre eben ein Zeitziel. Wir würden unseren Trade also managen, wie ich es bereits erwähnt habe, als wir das neue Hoch gemacht haben hier drunter. Und jetzt gehen wir stark zurück, wir halten aber dieses Gap und dann siehst du irgendwann, dass wir hier so eine Schnittstelle haben von diesen Moving Averages. Und viele Händler handeln diese Moving Averages falsch. Die steigen ein, wenn die sich kreuzen. Aber stell dir mal vor, wenn sich was kreuzt, wenn unterschiedliche Zeitebenen denken, hier gibt es einen Konflikt, dann ist es kein guter Handel. Warum sollen wir etwas handeln, wenn sich's kreuzt? Das ist eher mehr ein Zeichen auszusteigen. In diesem Sinne hier also, sofern sich dieser kurze Moving Average mit dem schneidet, dann ist der richtige Zeitpunkt auszusteigen. Man kann das natürlich auch so machen, dass man sagt, ich nehme nur ein bisschen meines Profits mit und ich halte jetzt hier mein Risiko unter dem letzten Tief. Und wenn wir drunter gehen, okay, dann habe ich es realisiert. Weil, das kann natürlich auch sein, wir können diese Konfliktsituation seitwärts haben, aber es kann auch weiter hochgehen. Dann gibt es die Möglichkeit, ja, hier den neuen Einstieg zu finden, über dem letzten Hoch den neuen Einstieg zu finden und wieder das Gleiche zu machen. Aber irgendwann ist so ein Trend auch vorbei und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir also nicht hier komplett raus gewesen wären, dann siehst du, ja, stell dir vor, du bist jetzt hier raus komplett und denkst, ich habe diese Situation bis hier 162 verpasst. Dann eröffnet das am nächsten Morgen und es öffnet quasi genau da, wo du hättest hier schon ganz entspannt rausgehen können. So ein System funktioniert also und selbst wenn es danach bis zu 172 geht, okay, aber überleg dir mal, wie gut du hier dein Risiko gemanagt hast. 142,50 eingestiegen, 4 Euro riskiert. Auf der Gegenseite bei 156 ausgestiegen, weil wir bis dahin unser Risiko gemanagt haben und dann hier dieses Zeichen haben. Was kommt also zuerst? Werden wir ausgestoppt im Profit oder gehen wir halt hier mit der Strategie einfach raus, machen dann hier grob 14 Euro. 14 durch 4, das ist also ein bisschen mehr als 3:1. Hättest du 400 Euro riskiert, hättest du ein bisschen mehr als 1200 Euro gemacht. Und das ist einfach professionell, weil die Chance auf unserer Seite liegt. Die Chance, weil wir alle Zeitebenen, alle Trends miteinander kombinieren und weil wir ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis haben. Heißt, du gewinnst im Durchschnitt mehr, als du verlierst. Und das ist ganz wichtig zu sagen. Du wirst verlieren, aber wenn du 3 Trades machst, 2 gewinnst, 1 verlierst und dann diese Gewinner noch größer sind als deine Verlierer, dann ist es ein System, was wirklich nachhaltig funktioniert, wo du nicht emotional handelst, wo du eine klare Vorstellung davon hast, was du tust, wie du zu handeln hast. Das ist wirklich eine sogenannte Nische für dich und die kannst du wirklich optimieren. Und das ist interessant zu sehen, weil wir halt eben hier auch sehen, ja, irgendwann, und das habe ich hier im Chatraum, das haben wir diskutiert, dass es sich verändert, weil ich hier zum ersten Mal wirklich gesehen habe, dass massiv verkauft wurde. Das konnte man am Volumen sehen, das konnte man sehen, wie sich es hier seitlich bewegt. Da haben wir schon bereits drüber diskutiert und am nächsten Morgen hatten wir dieses Gap, obwohl der Markt immer noch relativ stabil war. Dann haben wir darüber diskutiert, was ich dir ja hier auch nochmal zeigen werde, dass ich einfach sage, okay,
Das ist wirklich ein Charakterzug, der sich ändert innerhalb dieser Aktie. Ich würde euch empfehlen, rauszugehen. Ihr müsst eigentlich schon längst raus sein, nehmt den Gewinn mit und ein Trend ist auch vorbei. Weil die meisten denken dann, okay, jetzt hat es zurückgesetzt, jetzt geht es wieder hoch. Nein, wenn Trend erstmal vorbei ist, zumindest kurzfristig, dann müssen wir auch warten, was jetzt einfach passiert. Und wenn es irgendwann wieder hochgeht und alle Zeichen von dieser Tageszeitebene über die anderen wieder übereinander liegen, dann haben wir letztendlich wieder einen guten Trade. Aber bis dahin bleiben wir erstmal raus. Wir vermeiden es, unser Geld irgendwo reinzulegen, was erstmal nicht von Anhieb funktioniert. Und das ist das Starke bei dieser Strategie. Abschließend also nochmal der Hinweis, das ist jetzt eine Strategie für sehr kurzfristigen Handel. Das gleiche können wir auf anderen Zeitebenen machen. Bist du also berufstätig und hast nicht die Möglichkeit auf dieser kleinen 10 Minuten Zeitebene zu handeln, dann könnten wir das aufrollen. Dann würden wir links vielleicht im Wochenchart anfangen, hier uns eine größere Zeitebene anschauen und hier das Ganze vielleicht im 30-Minuten-Chart handeln. Welche Moving Averages man braucht und so weiter, wie man so eine Strategie entwickelt. All das kannst du bei uns lernen, all das haben wir bereits als Vorlage, haben wir sogar als zweitägiges Seminar bereits gemacht. Solltest du Interesse haben, schau einfach mal bei uns im Club bei www.wirmachentrader.de vorbei. Wir bringen dir das alles bei, wir haben die Aufzeichnung, wir haben die Strategie. Soll nicht heißen, dass das Einzige ist, was funktioniert. Soll nur heißen, wenn du bislang Probleme hattest, irgendwie eine klare Idee zu entwickeln, was eigentlich funktioniert, wie man langfristig, wirklich langfristig nur 2, 3 Transaktionen gemacht hat, die zufällig glücklich waren, weil der Markt gestiegen ist, wie man langfristig sich absichert, wie man erkennt, wann etwas dreht, dann ist das einfach ein Konzept, was auf dich übertragbar ist, also auf deinen Alltag übertragbar ist. Und dann ist das auch etwas, wo du sagen kannst, ich handle Aktien, okay, ich handle vielleicht aber auch Forex, also Devisen, Währungspaare und so weiter. Also, dann ist es eventuell was für dich. Schau einfach mal vorbei, wirmachentrader.de. An dieser Stelle noch meine Frage des Tages an dich. Warst du zufällig hier in Wirecard drin? Wie hast du das Ganze gemanagt? Und sei auch wirklich transparent, denn nur so kann ich oder können dir andere vielleicht helfen und dir Input geben, wie man so etwas besser macht. Das ist ein klassischer Anfängerfehler in dem Sinn, wenn man einfach sagt, okay, ich manage das nicht, ich möchte zwangsläufig noch mehr Gewinn realisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere unseren Kanal, sofern noch nicht geschehen. Solltest du, wie gesagt, Interesse an unserem Club, an diesem Konzept, an diesen Strategien haben, schau einfach mal auf unserer Website www.wirmachentrader.de vorbei oder klicke hier oben hin. Ansonsten findest du hier unten weitere Videos.